Hallo zusammen! Ich mache endlich mein erstes Video, wie ich Coaster mache. Ich freue mich drauf. Ich habe gerade ein Video von Valerie Sadiki, glaube ich, auf Instagram gesehen. Ich verlinke die auch. Die hat so schöne Untersetzer gemacht. Ich muss das nachmachen. Hoffentlich klappt's. Und zwar werde ich dafür dieses Harz nehmen. Up to Deco ist die Firma. #1 ist das Harz. Also Harz und Härte kommen immer zusammen, ne? Und das Mischverhältnis ist hier ein bisschen tricky. Und zwar 1:1 nach Volumen, ne? Aber nach Gewicht 100 zu 86. Also 100 von Part 1 von dem Harz und 86 von Part B. Ja, ich mische das jetzt mit euch zusammen. Hier ist meine Lieblingswaage. Alle meine Sachen, die meisten, findet ihr auf meinem Amazon-Warenkorb. Den verlinke ich auch. Da gibt es dann so Abschnitte. Harz, Harz für Anfänger, Farben, Silikonform selber machen und so weiter. Okay. Meine Becher habe ich übrigens alle von Thomas Phillips. Moment, so, jetzt seht ihr das. So, ach toll, hier 101 ist okay. Da passiert nichts, wenn es nur 1-2 Gramm zu viel sind. Übrigens, warum ich dieses Harz genommen habe. Es ist hochviskos, was bedeutet, dass es dickflüssig ist. Und mit dickflüssigem Harz können wir bessere Effekte erzielen als mit dünnflüssigem. Hier, jetzt kommen 86 Gramm hiervon. Und jetzt rühren wir lang genug. Falls ihr mein Grundlagenvideo noch nicht geguckt habt, ich habe eins. Checkt meinen Kanal ab, da habe ich ganz viele Videos. Und ihr könnt mich auch gerne auf Instagram besuchen, wer mich noch nicht kennt, Marmelade Science. Ich habe ganz viele Tipps in meinen Highlights, unter meinen ganzen Posts. Scrollt auch mal runter im Feed. Da habe ich ganz viele interessante Videos, wage ich zu behaupten. Und zwar, wie man eine Schale macht zum Beispiel. Oder wenn ihr ganz nach unten geht, wie ich diese Wellenbilder mache. Genau, nicht zu schnell rühren. Da ansonsten so viele Bläschen entstehen. Auch an den Seiten kratzen und am Boden. Sehr häufige Anfängerfehler. Ein Fehlervideo über Harz habe ich auch. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich meine YouTube-Videos nicht schneide, damit ihr wirklich den ganzen Prozess mitbekommt. Weil ich angefangen habe mit Harz. Alle Videos waren so extrem beschleunigt. Und ich hatte gar kein Gefühl dafür, wie lange man rühren muss oder wie gründlich oder sonst was, wenn ihr versteht, was ich meine. Voll viele geben mir Dislikes, das macht mich voll traurig. Wenn ihr ein Problem habt,
dann schreibt das in die Kommentare und sagt mir lieber, was ich besser machen kann. Ich verstehe sowieso nicht, wie man diesen Daumen nach unten drücken kann. Ey, diese Menschen haben keine Seele, ganz ehrlich. Das ist voll gemein. Aber egal. Ich habe so süße Follower und Abonnenten. Ne? Eure Kommentare, die sind immer so lieb. Dankeschön. Und tut mir leid, wenn ich nicht zum Antworten komme oder nach 2 Wochen antworte. Es sind einfach mittlerweile so viele Nachrichten geworden. Übrigens, ich wiederhole mich jetzt mit ein paar Sachen aus dem Grundlagenvideo, aber wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Harz richtig gemischt ist und so, könnt ihr das in einem durchsichtigen Becher machen, weil dann seht ihr besser, ob da noch Schlieren sind. Ob das wirklich klar ist oder nicht, also wenn ihr von der Seite guckt. Ja. Dieses Harz, was ich hier übrigens verwende, ist bis 100 Grad hitzebeständig. Ich glaube, ich mache mal ein Video, wo ich diese ganzen hitzebeständigen Harze ausprobiere und dann teste. Und wenn ihr diese hitzebeständigen Harze nutzt und ihr wollt, dass das funktioniert, dann müsst ihr wahrscheinlich eine zweite klare Schicht mit dem Harz machen, weil sobald ihr Farbe dazu gebt, dann verändern sich die Eigenschaften vom Harz. Also die Hitzebeständigkeit nimmt zum Beispiel ab. Deswegen immer eine klare Schicht. Und viele haben gefragt wegen diesen Rändern, die bekommen haben. Moment. Wegen den Rändern. Ihr könnt das entweder vermeiden, indem ihr einfach bis ganz nach oben hingießt, also bis zur Kante von eurer Silikonform. Den Tipp habe ich von Le-Material auf Instagram. Die machen übrigens auch richtig schöne Silikonformen. Bald bekomme ich auch welche von denen, ich bin echt gespannt. Oder wenn ihr den Untersetzer schon aus der Form geholt habt, könnt ihr eine zweite Schicht drauf gießen. Also ihr stellt es auf so ein Becherchen. Ich nehme unten Flüssig-Latex, das ich unten am Rand so auftrage, damit, falls was runtertropft, dass es den Untersetzer nicht ruiniert. Dieses Flüssig-Latex wird halt hart und kann man später abziehen. Gibt es auch in meinem Amazon-Warenkorb. Und wenn ihr dann so die zweite Schicht gießt, dann habt ihr so schöne Kanten. Smooth Kanten, genau. Okay. Das mit dem Stativ ist jetzt ein bisschen hässlich, aber egal, Hauptsache man sieht was. Das sind die Silikonformen von ChromeMate. Die hat auch Instagram. Ich habe die auf Amazon gekauft und seitdem sind die dauer ausverkauft. I'm sorry. Ich benutze Pappbecher, weil man kann die dann schön squeezen und dann das einfacher hier rein gießen. Die Valerie Sadiki, glaube ich, die hat Pigmentpuder genutzt. Ich benutze das Mika Powder Lilac Schmör von Resin 8UK. Die haben auch richtig gute Pigmentpasten und alles. Eine richtig schöne Auswahl und ich habe bis jetzt immer 10 € Versand gezahlt. Und das ist eine Pigmentpaste von denen. Also ich benutze ein Puder und eine Pigmentpaste. Ich glaube, die Kombination hier ist wichtig. Und ich habe noch diese weiße Pigmentpaste von System Free. Die habe ich in Amazon gekauft, aber Amazon UK oder .com, eins davon. Ich glaube, ich mische mir mal beide an und teste, ob dann irgendwie so ein Unterschied besteht.
Das wird das eine Weiß. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber egal. So. Dann nehmen wir das hier. Mal gucken, ob das reicht. Ihr könnt sehen, ob genug Farbe drin ist, wenn man euren Stab hier nicht mehr so wirklich sieht. Das habe ich bei Volkswirsel gelesen. Aber die Pulverpigmente sind allgemein nicht so deckend wie Pigmentpasten. Ich glaube noch ein bisschen. Oder? Noch ein bisschen. So, und bei der Technik ist es so, sie hat einfach das hier als Grundlage genommen. Und dann machen wir gleich so weiße Linien drüber in Blumenform. Hier. Und ich gieße das jetzt schon mal rein, weil wenn ihr viel Harz in einem hohen Behälter lange stehen lässt, dann wird die chemische Reaktion von Harz und Härter viel zu stark. Und deswegen ist euer Harz manchmal sehr warm oder kann sogar anfangen zu kochen. Okay, ich habe sehr wenig angemischt, merke ich gerade. Ich glaube, ich belasse es bei 2 Untersetzern. Also 186 Gramm, 2 Untersetzer. So, später lege ich meine Stäbchen so oben drauf, damit ich die wiederverwenden kann. So, jetzt mische ich das Weiß an. Bei jedem Harz, was ihr noch nicht kennt, achtet auf die Arbeitszeit. Weil wenn ihr über diese Arbeitszeit kommt, kann es sein, dass ihr Schlieren bekommt. Und, achso, sorry. Und bei dem hier, ich habe es bei Amazon gekauft, das stand da jetzt nicht drunter, deswegen bin ich auf die Website. Ich glaube, dieses Harz hat nur eine Arbeitszeit von 30 Minuten. Deswegen habe ich das da auch nicht unter meinen Button Anfängerharz getan, weil Anfänger brauchen ein bisschen mehr Zeit,
beim Mischen und so. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwas schief läuft. Also ihr seht, Pigmentpasten sind sehr, sehr opak, sehr deckend. So. Das ist das Resin HUK. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel für so eine kleine Menge. Zu viel ist auch nicht gut, weil es könnte sein, dass das Harz dann nicht richtig hart wird. Oder sogar, wenn es extrem ist, ihr klebrige, farbige Stellen habt. So, dann hat die gute Frau das einmal in eine Plastiktüte gegossen, das hier vorne aufgeschnitten und dann ich versuche aber mal noch eine Sache, und zwar nehme ich diesen Silikonbecher, den kann man hier extrem zusammendrücken, weil ich habe das schon mal mit der Tüte gemacht und das war irgendwie ein kleines Massaker. So, das ist jetzt das Free Systems White. Die Dame, Valerie, hat auch noch hier Blattgold oder sowas in die Mitte getan, aber ich mache das jetzt nicht. Ihr könnt hier sehen, seht ihr diesen Namen? Das sind Luftbläschen. Also falls sich mal jemand gefragt hat, was das für ein Schaum auf den Untersetzern ist, machen wir jetzt mal weg. Immer schnell bewegen, sonst verbrennt euer Hals. Okay. Okay, was war das? Weniger Hemmung. Dann klappt es besser. Okay, das war jetzt hässlich. Aber Resin makes its magic. Mal gucken, was so in der Nacht passiert. So. Jetzt versuchen wir mal das mit der Tüte. Ich mache noch die Bläschen weg. Damit hier kein Staub drüber kommt, lege ich einfach mal einen Briefumschlag drauf. So. Tüte. Ich habe es auch mal versucht, nur aus dem Becher zu machen, aber dann kommt so viel raus. Das klappt leider nicht so gut.
So. So, lasst eine kleine Ecke erstmal auf, weil wir drehen das jetzt. Dann sammelt sich die Luft dann nicht. So. Cute. So, jetzt versucht echt so wenig wie möglich aufzuschneiden. Wo ist die Kamera? Okay, jetzt. Ach, Jesus. So, jetzt Konzentration. Das ist jetzt das mit dem UK Resin 8 UK. Also es klappt eigentlich doch ganz gut. Muss nur schnell sein. Also wenn ihr jetzt meine Stimme hören könnt, dann hat es geklappt. Wenn nicht, hat es nicht geklappt und ich habe es nicht hochgeladen. So. Mann, ich habe viel zu viel Weiß genommen. Ich hatte mehr. Vielleicht hätte ich doch eine dritte Mode geschafft. So, jetzt nochmal Torchen. Ihr seht, es hat sich schon verändert. Müssen wir hier hingucken. Oh, what is this? Vielleicht, wenn ihr das nachmacht, ein bisschen weniger von dem lilanen Pulverpigment. Ich habe mich dazu entschlossen, doch noch Blattgold drauf zu machen. Falls es doch nicht so überragend wird, macht Blattgold einfach alles schöner. Ich glaube, Blattsilber würde besser passen. Aber ich mag Silber irgendwie nicht so. Wenn ihr Blattgold nehmt, dann macht das Fenster zu. Ist mir gerade hier durch die Gegend geflogen. Man kann es auch ruhig mit den Fingern drauf streuen, aber so oft fliegt mir dann irgendwas daneben. Jo, komm. Ihr könnt jetzt ruhig ein bisschen überspringen. Seht ihr? So, ich habe jetzt überall auf Bayern Gold gemacht. Ihr seht schon, wie sich das verändert hat. Wir haben jetzt 21 Uhr. Morgen mache ich dann eine zweite Schicht von dem Hashtag One Up to Deco als Schutzschicht. Wenn ihr das innerhalb von 24 Stunden drauf macht, dann verbinden sich die zwei Schichten noch optimal. Wenn ihr das später als 24 Stunden macht, dann ist es empfehlenswert, das anzuschleifen und dann noch eine zweite Schicht zu machen, damit diese zwei Schichten sich gut verbinden. Aber ich habe jetzt selbst auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sich die zweite Schicht löst. Aber wer weiß, wenn man die jahrelang benutzt oder so und vor allem, wenn man die verkaufen möchte, dann lieber nichts riskieren. So, ich habe jetzt 12 Stunden gewartet. So sehen die Ergebnisse aus. Das rechte hier habe ich mit Resin
8UK gemacht mit der weißen Pigmentpaste. Ist irgendwie schöner geworden, finde ich. Ich habe jetzt 186 Gramm nochmal angemischt, weil ich noch einen dritten machen möchte. Und ich werde diesmal weniger Pulverpigment nehmen. Und mal gucken, ob da ein Unterschied entsteht, weil ich habe die Vermutung, dass das quasi zu dicht geworden ist und das Weiß nicht mehr absinken konnte. Weil diese weiße Pigmentpaste ist ziemlich schwer. Ja, ich habe hier ein bisschen von 186 Gramm abgefüllt. Das sind jetzt 40 Milliliter. Dann können wir mal gucken, wie viel wir für die zweite Schicht brauchen. Ich gieße es einfach in die Mitte. Und ich habe ja gesagt, wenn ihr den Rand vermeiden wollt, könnt ihr einfach bis oben hin auffüllen. Das geht natürlich nicht bei jeder Form, weil wenn man das mit dieser Silikonform macht, dann wäre der Untersetzer viel zu fett. Und das wird einfach nicht gut aussehen. Einmal die Bläschen entfernen. Silikonformen werden übrigens nach der Zeit immer matt. Ist ein Gebrauchsgegenstand, also wundert euch nicht. Es gibt auch so ein Silikon-Trennspray, was man wohl rein sprühen kann, aber ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Ich habe nur gehört, dass es sein kann, dass es irgendwie Einfluss auf das Harz haben kann, irgendwie. Dass es fettig wird oder so auf der Unterseite. Aber wie gesagt, habe ich nur gehört und man hört viel. Nein. Da ist ein bisschen Gold. So. Dieses Feuerzeug habe ich übrigens von Thomas Philips. Irgendwie sind die richtig teuer im Internet. Habe ich dort für 3 Euro oder so geholt. Eigentlich mag ich das nicht so, das jetzt hier so bis zum Rand kommen zu lassen, weil es könnte sein, dass die Ränder dann besonders hoch werden. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe. Jemand hat mich gerufen. So.
So, jetzt warte ich bis heute Abend oder so. Auf der Website stand, dass es 20 Stunden braucht. Aber man kann es schon früher rausholen. Nur ihr müsst aufpassen. Wenn ihr es zu früh macht, könntet ihr Fingerabdrücke haben. Ich glaube, ich warte jetzt mal 10 Stunden. Ach ja, und ich habe von dem hier sind jetzt noch 20 Milliliter drin. Also habe ich jetzt 20 Milliliter hier drauf getan. Aber es ist auch Geschmackssache, wie dick man diese Schutzschicht macht. Manche machen die noch dünner, manche noch dicker. Ja, und gleich, also später zeige ich euch dann das mit dem Schleifen. So, die zweite Schicht ist jetzt einigermaßen hart. Ich habe das schon aus der Form geholt, sorry, ich musste gucken, ich war neugierig. Genau, dann können wir noch das aus der Form holen. Das ist immer der spaßigste Teil. Und dieses Up to Deco #1 ist so schön glänzend. Ich bin richtig verliebt. So. Und, ja genau, und ich habe hier gestern nochmal versucht, das nachzumachen. Mit ein bisschen weniger Pulverpigment, aber irgendwie ist es dann noch schlechter geworden. Aber trotzdem hübsch. Hier ist das andere. Da muss jetzt noch eine Schutzschicht drauf. So, ich habe das hier aus der Form geholt und ihr seht, hier sind manche Unebenheiten. Und die kann man wegschleifen. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Ich habe mir so ein Handschleifgerät geholt von Amazon. Ich habe das aber nicht in meinem Amazon-Warenkorb, weil sich die Spitze irgendwie löst, wenn man länger damit, ihr wisst schon. Ich bin also noch auf der Suche nach dem perfekten. Oder ihr könnt einfach eine Nagelfeile nehmen. Oder es gibt auch elektrische Nagelfeilen. Das würde auch gehen. Oder Schmirgelpapier geht auch. Ich mache das, glaube ich, einmal mit der Nagelfeile und einmal mit der Dingsterbumster, damit ihr seht, wie beide Sachen funktionieren. Wenn die noch weiß sind, die paar Stellen, kann man die sogar abschneiden. Oh ja, geht sogar viel besser gerade. So, das ist jetzt der zweite. Ihr habt hier 3 Stufen. So, ich mache eigentlich nur die Stellen ab, die wirklich hervorstechen oder wo, die scharf sind. Viele machen den ganzen hohen Rand weg, aber mich persönlich stört das nicht. Wenn ihr
seht, was ich meine mit hohem Rand. Keine Ahnung, ob man das erkennt. Und jetzt spüle ich die Coaster mit Spüli und Wasser einfach, damit dieser Staub weg ist und wir das Gold auftragen können. Weil ich denke, wenn da der Staub drauf ist und ihr dann das Gold drauf macht, dann hält das nicht so optimal. Ich habe die eine Zeit lang mit Isopropanol, also mit purem Alkohol, sauber gemacht, aber irgendwie bin ich unsicher, ob das nicht die Oberfläche vielleicht zerstört. Und wenn ihr das macht, dann zieht eine Maske an, weil dieser Staub, dieser Harzstaub ist auch gesundheitsschädigend. Also kommen wir zu den Goldstiften. Ich benutze momentan den Deco-Color Premium. Auch in meinem Amazon-Warenkorb, wenn der nicht gerade ausverkauft ist, aber die werden ja immer wieder aufgefüllt. Ich habe mir aus Versehen mal diesen schmalen hier bestellt und mit dem ist es ein bisschen zeitaufwendiger und nerviger, damit ihr Bescheid wisst. Also immer schütteln. Und am besten auch beim offenen Fenster oder so. Da müsst ihr so ein bisschen drücken, damit die Farbe gepumpt wird. Und dann trägt ihr das einfach auf. Okay, der ist schon fast leer. Ich nehme mal meinen kleinen. Und ich mache auch immer 2 Schichten davon. Dieses Teil hier, dieses hässliche ist, weil meine Silikonform ein bisschen älter ist. Und ich glaube, ich habe zu viel Hitze benutzt an der Stelle oder so. Und dann hat sich das Silikon gelöst, so ein Stückchen. Und jetzt jedes Mal, wenn ich einen neuen Untersetzer mache, fließt halt in diese Löcher auch Harz rein. Deswegen muss ich mir echt mal langsam neue holen. Ihr könnt das auch abschleifen eigentlich. Genau, hier ist so ein Riesenstück. Und viele fragen sich, warum man Löcher hat und so. Und das ist eigentlich normal. Auch die ganzen Profis haben Löcher. Es hängt davon ab. Also mir wurde gesagt, dass manche Silikonformen, also wenn man auf der Unterseite die Löcher hat, die Bläschen so festhalten quasi. Und bei anderen Silikonen tauchen die nach oben und dann kann man die halt wegtauschen. Ich warte immer einen Tag und dann mache ich die nächste Schicht, damit sich die Schicht darunter auf jeden Fall nicht ablöst. Und ihr könnt, wenn ich hier oben so einen schmalen Rand haben wollt, dann gehe ich immer so drüber. Aber ihr könnt auch so richtig mit der Spitze so reingehen und das dann so machen, dann ist es ein bisschen dicker. Aber ich mag es eigentlich, wenn das zarter ist. Wenn ihr eine Alternative zu diesem Gold sucht, ich habe auch ein YouTube-Video zu Goldfarben. Ich habe ja auf meiner Suche nach dem perfekten Gold 3 Millionen Goldtöne getestet und dann könnt ihr sehen, wie zum Beispiel Acrylfarbe aussieht. Was jetzt nicht besonders schön ist oder passend. Aber zum Beispiel die Alkohol Ink Miniaturfigürchen Goldfarben von Vallejo sind eigentlich ganz gut. Aber auch nicht so optimal wie dieser Stift zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall empfehle ich immer einen Schutzlack zu machen. Vor allem, wenn ihr die Sachen verkauft, weil wenn die Leute das wirklich benutzen, dann nutzt sich dieses Gold ab.
Nur die Frage ist, welcher Lack. Ich habe in meinem Grundlagenvideo von so einem Kreul Lack gesprochen, auf Kunstharzbasis oder so. Den könnt ihr da unten in der Beschreibung finden. Aber der löst dieses Gold hier ab. Und ich glaube irgendwie, das liegt daran, dass das hier auf Ölbasis ist. Also muss man, glaube ich, irgendwie einen Lack finden, der kompatibel dazu ist. Aber momentan habe ich echt keine Lust, wieder für 3 Millionen Lacke Geld auszugeben. Also wenn jemand einen guten Lack kennt, ne, sagt Bescheid. Und eigentlich sind wir am Ende meines Videos angelangt. Wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, sagt die ruhig, ich bin offen. Und wenn ihr irgendwas von mir lernt und das postet, dann könnt ihr mich ruhig markieren. Ich bin immer neugierig, was ihr so macht. Ist immer interessant zu sehen. Und checkt meinen Kanal aus und so weiter. Ciao!